56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 18. und damit entscheidenden Folge des diesjährigen YPC Boats. Bis hierhin war es ein sehenswertes Finale, weil wir den Start nach Rücksprache mit den Teilnehmern um 1 Stunde vorverlegt und außerdem die Gesamtangelzeit auf nur 6 Stunden beschränkt hatten, stand am Morgen bei vielen Teams der Zander im Fokus. Tailwalk, Nace und LMAB konnten in der ersten Stunde jeweils sehr starke Fische aufs Board bringen. Ilex gab sich dagegen mit 2 soliden Exemplaren zufrieden und sattelte um. 2 N40er Barsche und die erste Fullcard des Tages geben Mark und Rick bis dato recht. Klar ist aber auch, sollten die beiden keinen Meter plus Hecht fangen, dürfte es bei der Konkurrenz schwer werden, die Führung tatsächlich durchzubringen. Bei Finval und Bite of Bleak am Tabellenende lief's bislang eher schleppend. Savage Gear musste einen bitteren Barschverlust hinnehmen und auch Bullseye, aktuell auf Rang 4, hätte deutlich besser dastehen können. Paul und Tim verpassten aber erst den fest eingeplanten Freiwasserzander und verloren später einen Endzeitbarsch kurz vor dem Kescher. So viel zum Zwischenstand. Bevor wir ins Geschehen eintauchen, sage ich euch noch schnell, wo die 8 Teams aktuell angeln. Finval befindet sich nach wie vor im Westen des Haringvliet. Savage Gear ist von der Meerwede mittlerweile aufs Hollandsdiep. Ilex von der Bergschen Maas über die Ammer auf die Meerwede gewechselt. Tailwalk, LMAB und auch Bite of Bleak sind in den ungefähr gleichen Volkerak-Regionen wie am Morgen unterwegs, während Nace das Gewässer von Ost nach West quasi einmal gequert hat. Und Tim und Paul, die sich vom HV die Spui hochgeangelt hatten, machen zum Start der Folge ihre Wechselankündigung wahr. Für Team Bullseye geht's jetzt ebenfalls aufs VK. Machen wir die Waffen scharf hier, dann geht's aufs Wasser, Leute. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie wir. Oh, schön Rinder in die grüne Suppe, Ist das eklig. Aber genau wegen dieser grünen Suppe beißen die Zander hier im Moment. Das ist angenehm. Epa, immer. Vierte Tim, hä? Vierte. Willkommen zur Episode 2 vom YPC Boat Finale. Wir sind mittlerweile auf dem Volkerak angekommen. Wir haben die Lamellis montiert, die Jig-Whips in der Hand und jetzt werden hoffentlich ein paar Zander gejiggt. Wir probieren es jetzt erstmal in so einem Loch. Wir stehen oben drauf, schmeißen ins Loch rein und jiggen quasi im Loch ab und dann die Kante so ein bisschen vielleicht hochleiern. Erstmal ein Stückchen schwerer. Ich starte mit dem 10er Lamelli Slim und dann gucken wir, dass wir ein paar Zander rausholen, Timmy, oder? Jawohl, so machen wir das. Jo, umbauen. Garmin One-Shot, geile Erfindung, kann man das Kabel immer wieder lösen und den Geber komplett abnehmen. Das ist auf jeden Fall richtig entspannt damit. Wir sind jetzt am Spot angekommen, ich habe gerade schon einen Köder fertig gemacht, einen Dead Slowler von Ilex und jetzt werden wir hier mal die Kante absuchen im tieferen Wasser und hoffen, dass wir einen schönen Freiwasserzander finden, ja, und der auch noch beißt.
Welcome back to the next episode of the YPC boat. We still need the pike. I mean, we have the pike, but we need a big pike. A big one. A big one. And yeah, I'm getting ready for the power hour. I prepared some rods and now we will turn on the live and do the stretch where we got the big ones in Riverdale, and hopefully there's a big fish. There should be one around. That is willing to bite also. So I think let's start the power hour and go for a big pike. Ihr seht, ich habe mal wieder einen dicken Hechtköder in der Hand. Mario ist schon fleißig mit dem Real Vibe dran. Wir brauchen noch Hecht und Barsch. Drückt uns ganz fest die Daumen bitte und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde sagen, der Köder muss ins Wasser. Let's go. Zweite Tageshälfte für uns. Es ist heute alles ein bisschen zügiger. Wir fischen schon wieder direkt weiter. Wir haben eine interessante Struktur gefunden hier auf der Ecke und versuchen jetzt entweder einen Zander oder einen Barsch zu bekommen. Ich schleife das Sea-Rig, Robin fischt gerade einen Flash J am Jig und dann gucken wir, dass wir jetzt hoffentlich möglichst schnell den Barsch bekommen. Dann halten wir die Full Card und dann gucken wir, was wir weitermachen. Wir haben dann noch so 1, 2 Stellen in petto für Hecht und für Zander, aber Barsch haben wir hier nicht trainiert. Wissen wir nicht, müssen wir gucken. Das soweit von uns. Wir geben Gas und melden uns hoffentlich mit Fisch. What do you think? Change? It's a hard one. So I'm not sure if we're gonna stay here for a bit more. I mean, like, we know that there are perch here. But hey. Otherwise, watch where they are. Or go to the point because there's good Yeah, we'll go to the point. because there is good ground Yeah. direct under the boat. We can go to the point and watch. Okay, Yep. it's not far, huh? Ik doe die chatter wel weer van die lichte hengel, want ik vind het net even te... Wat zei je? Ik doe die chatter weer van die lichte hengel. Also wir machen es so, Obsti sucht die Fische mit dem Benziner und ich stehe hinter ihm, sehe das Bild vom Livescope und fische die Fische dann an. Hier haben wir gerade schon wieder 2, aber ich sehe meinen Köder leider nicht. Will man nicht ankern jetzt? Looking good. Christopher. Fish, fish, fish. Zander. A zander again. Here he is. What? Nieuwe zander bij zo'n 5 keer. The glide roach, 23 centimeters. It's like, feels a bit odd. Those plants were going sideways, and that's usually not what plants do. Unbelievable. Let's see what we got, man. 53 and a half. Little zander. So, back she goes. Cool fish. Let's see if we can get a bigger one, because this is strange, man. Actually getting a zander of 54 centimeters on a bait that's 23 centimeters. That's quite unique, but I just talked to Sean, like, we had a lot of zander, also on big pulse tails over here. So everything's possible. Untypisch. Bullseye bleibt erstmal konventionell. Wir versuchen jetzt verschiedene Führungsvarianten. Wir haben jetzt so mit größere Sprünge gemacht. Jetzt mache ich kleine aggressive Sprünge, weil wir wissen, Zander sind auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war ein Anfassen. Zander sind auf jeden Fall am Spot. Jetzt müssen wir nur wissen, auf was sie reagieren. Langsamer, schneller. Und da testen wir uns jetzt hier durch und können dann hoffentlich einen aktiven Zandertrupp erwischen. Wir haben jetzt hier die 2,55 Meter fischen wir beide, 60 Gramm Jig-Whip. Ist eine perfekte Zanderroute.
stört euch nicht von den 60 Gramm hinten. Ihr könnt hier wirklich schon ab 7 Gramm merkt ihr schon was. Und könnt ihr auf jeden Fall hoch bis, naja, je nach Ködergröße, aber so 25 Gramm Jigköpfe sind auf jeden Fall noch easy machbar. Wichtig ist halt immer beim Zanderangeln, dass ihr nicht zu leichte Routen fischt, weil ein Zander hat halt ein richtig hartes Maul. Und da ist es wichtig, den Haken, die immer spitz sein sollten, richtig gut zu setzen mit einem kräftigen Anhieb. Und deswegen ist die 60 Gramm auf jeden Fall die perfekte Wahl zum Jiggen. It's perfect structure, huh? It is. If they want to, don't go there, huh? Oh, okay. Fucking a lot of boats out right now. Yeah, it's weekend, huh? It's Friday. And the first day was good conditions. Die sind schlecht drin, aber die schwimmen auch irgendwo immer weiter. Lass uns mal andere Fische suchen. Yep. Fuck. What is that? That's big perch. So, den brauchen wir nicht mehr messen. Fisch. Der Barsch, glaube ich. Das ist ein Barsch. Großer auch. Nicht ganz so groß wie deiner. Natürlich ist er nicht so groß wie meiner. Wo hat er gebissen, Christoph? Auch da unten im Wasser da. Hinten raus irgendwie gerade. Gerade hinten raus? Richtung Windrad, da Richtung. Musst du gucken, ich kann da nicht beschreiben da hinten. Das ist alles gleich nach Wasser aus. Okay, aber zum Heck rausgeschmissen, nicht seitlich. Ja. Nee, zum Heck. Der nächste schöne Barsch. Auf den Crank. Den letzten verbliebenen. Fisch. Auf den Looper. Auch die gleiche Größe wie deiner. Bisschen kleiner. Okay. So, mein Köder hängt noch drin. Ja. So, wir messen diesen mal eben. Der hat 44,5. Also 45 Zentimeter. Sehr gut, Christoph. Und darf wieder schwimmen. Boah, was geht hier ab heute? Richtig stark. Richtig schön weggetockt hat er den Köder hier, den Looper. Stehen hier. Wer weiß, was da noch rumkommt. Vielleicht kommt da noch ein Fuffi gleich. Scheinen ja da zu sein, die dicken Barsche. Ja. Das Schöne ist, da sind immer Hechte bei. Die werden kommen. Wenn man die Barsche findet, findet man die Hechte. Die fressen das Gleiche und die fressen sich gegenseitig. Zumindest die Hechte, die Barsche. Also von daher habe ich da ein gutes Gefühl. Richtig geil, ey. Das Nace-Boot steht offenbar goldrichtig. Im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, dass ein ursprünglich eingeplanter Spot am Morgen von Tailwalk belegt war. So, Sieg oder Niederlage, das wird sich jetzt hier entscheiden. Wer fischt was? Was möchtest du fischen? Bestimmt ein Gummi, oder? Eigentlich Gummi, ja. Ja, ich fische Crankbait. Kein Problem, ich opfer mich. Willst du die fischen für Crank? Ja. Achso, nee, nein, die möchte ich nicht fischen. Ich denke, ich nehme die Jig-Spinner-Route dafür. Yeah, I will locate them before. I don't know where. Yeah, go and find them. So where are they? There, I guess the buoy are a bit outside. right outside. There, Enough? I think. Oh, what was this? You? I think so. No, that was a really... No, it could not be you. Yeah, I hit line and then you got the hit. Fisch. Nein, kleiner Barsch. Ist aber auch nicht so die Hechtecke hier, ne? Wir haben ja einen gehabt oder so, aber... Ja. Aber bei so viel Fisch hätte man ja gedacht, würden die auch Ja. hier stehen und beißen. Ich wechsle jetzt mal auf ein Fonso Spezial. Das ist nochmal ein bisschen einfach ein anderes
Dekor, aber auch dunkler eher. Den Tipp haben wir euch am Riverdale-Tag schon gegeben. Ein bisschen Sekundenkleber drauf machen, einfach um die Fehlbissquote zu verringern, weil die Zander eben den Gummifisch einsaugen und wenn der Gummi nicht so super gut sitzt, ziehen die oft nur den Gummi hinten runter. Wenn die nicht komplett auf den Kopf drauf knallen, was die häufig machen, aber eben nicht immer, wenn die quasi nur den Schwanz einsaugen, ziehen die den Köder quasi ab und so könnt ihr da sicher gehen. Kanonenkugel vorne drauf à la Jochen Elpers. Liebe Grüße an Jochen. Ihr könnt ja gerne mal nachschauen gehen, was der Kerl gerade so treibt. Ich denke, der wird aber schon 1, 2 große Zander im Boot haben, der Mann. Ich glaube, der ist gerade eben an uns vorbeigebügelt, ich weiß nicht ganz genau. Aber der Mann ist ein sehr guter Vollkarpangler. Liebe Grüße und geh mal schauen, was der so treibt. Fish. On this side. Sounds great. Oh, nice. 55. But it's a small fish on the card again, so that's good. That's good for the mojo. 1 meter 10 would be nicer, or yeah, because if we can get one big pike right now, we don't have to have the pike spots early in the morning like the trolling spots. I would prefer to either do the casting for the zander or do right in the weeds. Nein, 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 das gibt es doch nicht. Junge, was ein krasser Biss. Alter. Mann, schneller hätte ich nicht sein können. Gibt es nicht. Alter, das sah gerade so krass aus, Leute. Ich hatte fast mit dem Köder aus dem Wasser gesprungen oder geflogen. Bisschen Pech, Fehlbiss, verloren, Barsch drauf gehabt. Naja, egal. Zum Glück noch kein Riesenfisch dabei gewesen von denen. Nee. Also klar, der Biss weiß man nicht, aber... Das ist ein Barsch, das ist der richtig groß, Digga. Riesenbarsch, Riesenbarsch, Digga, 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 Digga. Fuffi. Ich hab. Ja. Geil. Ich hab gesagt, ein Wurf noch an der Kante im Tiefen. Da ist er. Das, vom Kopf her ist das ein Fuffi. Auf den Looper, hat gebissen wie ein großer Hecht. Einfach nur den miesen Todeseinschlag an der Kante. Den Köder werdet ihr noch oft sehen in Turnieren. Bei Dustin, Christoph, mir oder irgendeinem anderen Nace-Angler. Weil das Ding einfach funktioniert. Und im Turnier braucht ihr Köder, die zuverlässig Fische fangen. Und der hat keine 50. Der sieht viel größer aus, als er eigentlich ist. Das ist nur in Anführungsstrichen ein 48er. Oh, vom Kopf her würde ich sagen ganz klar 50er. Aber hinten die Schwanzflosse ist nicht so lang. Deswegen leider nur 48. Leider nur in Anführungsstrichen. Aber damit kann man doch wirklich happy sein. Oh, ich zitter, ich bin so aufgeregt. Hat auch schon wieder einen großen dran gerade. Oh, ich freue mich so sehr über diesen Fisch. Ein absoluter Traum. Ich liebe diese Fische so sehr. Guckt euch mal diesen Barsch an. Yes! Yes! Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen länger als ein halbes Jahr bei Nace. Und der Wechsel hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ich mir diese Köder angucke hier, da fühle ich mich wirklich wohl mit, weil wir einfach ein geiles Produktportfolio haben. In jeder Situation hat man irgendwas zum Angeln. Herrlich. Oh, bin ich happy über den Fisch. Geil. Genauso wie da immer wieder ein großer Barsch reinpickt, kann auf jedem Wurf der große Hecht reinpicken. Ne? Die sind ja auch eigentlich hier. Ja, ich hatte gerade, wie gesagt, hier auch an der Kante wieder einen großen Dorf. Ja. Ich würde sagen, wir machen den noch 20 Minuten im Platz, weil... Boah, nee, das machen wir nicht. Nee? Das ist doch jetzt Liebhaberei. Nee, nicht für den Barsch. Ich glaube, dass der Hecht auch kommen kann hier. Genau wie der Barsch hier immer wieder vorbeischwimmt, werden auch die großen Hechte hier rumballern. Aber ja, ich gebe dir recht, wir müssen hier nochmal weg. Aber so, also Barsch, ich würde es gerne machen. Barsch graden wir nicht mehr ab, das stimmt. Lieben gerne, aber wir haben da hinten noch viel mehr Hechtkontakte gehabt. Ja, stimmt schon. Und im ersten Durchgang auch. Ja, stimmt schon. Okay, dann noch 5 Minuten oder 10 Minuten und dann weg. Ja. Aber wir können ja wieder drauf hier notfalls, aber wir können ja hier nochmal wieder drauf. Ja, aber die werden wir nicht nochmal wiederfinden, glaube ich. Das war auch ein bisschen glücklich. Das gibt's ja nicht.
Wie spät ist denn? Ich mache jetzt nochmal einen Köderwechsel, beziehungsweise nicht Köderwechsel, sondern die Farbe vom Köder. Ein bisschen was Natürlicheres. Das Wasser ist relativ klar hier. Die Sonne kommt immer weiter raus. Einen kleinen Angsthaken. Normalerweise fischen wir den nie mit Angsthaken. Aber hier im Turnier geht man echt nochmal auf Nummer sicher. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den einen Biss. Und den wollen wir dann auch verwandeln. How much time you've left? 20 minutes. 20 minutes. Yeah. Fuck. Sean is getting out the big guns. So luckily we got 2 zander on the board right now. That means that we can fully focus on getting a big pike, because that means with a big pike we have a full cart. So that's going to be the most important move for us. Focus on the big fish. Okay, so let's run. Okay, senden. Aus, alles done. We're never lucky with the power hour in the YPC boat. So we start at the point, at the stone hump there. Or you want to go straight to the... Straight to the other side. Okay. Okay. Schön reingeschissen. Haben wir uns leider verzettelt. Jetzt müssen wir uns einen Plan machen, was wir machen. Eigentlich wahrscheinlich erstmal noch mal kurz auf den Barsch. Naja, das ist halt Angeln, das ist Turnierangeln. Da läuft es manchmal nicht nach einem Plan. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Taktik wechseln. Fahren jetzt, glaube ich, noch mal kurz auf Barsch, oder Upsi? Vielleicht müssen wir einfach jetzt probieren, Hechte und Barsche. Erstmal Hechte und Barsche so schnell wie möglich irgendwie voll zu machen. Und mit ganz viel Glück werden wir noch einen Move machen und dann an andere Gewässer slippen, wo die anderen oder die meisten Teams unterwegs sind. Ihr werdet wahrscheinlich da drüben schon ein paar Zander gesehen haben. Ja, naja, bleibt auf jeden Fall dran, wir geben Gas und wir fahren jetzt zum Barspot. Also unsere Power Hour war nicht so sehr produktiv, ging gar nichts. Irgendwie haben wir nie Glück mit der Power Hour im YPC Boat. Und jetzt fahren wir einmal rüber in den anderen Fluss. Da sollte ein bisschen mehr Strömung sein, mein Rick. Und da sind die Hechte vielleicht ein bisschen dichter am Ufer. Hier könnten Silber sein. Und dann hoffen wir, dass wir da drüben jetzt gleich unseren großen Hecht noch kriegen. Shall we put the live scope on, the active target? I think we'll go and do some casting there first. Then we'll do some. Just catch like a 46 and a 51 in there. Then we're good. Then we do live scope for the pike. Den Wurf, den ich noch machen konnte. Ich wollte danach einmal runterfischen. Ja, ich mache den Wurf jetzt noch. Und dann würde ich sagen, setze ich das Bootlaufen auf die Hechte drauf. Ne? Kommen jetzt in die Uhrzeit rein, wo man auf jeden Fall an die Hechte denken muss. Okay, kannst du den E-Motor einmal reinholen, bitte? Die Uhr tickt allmählich etwas lauter. Finnwal ist nach der brotlosen Power Hour beim Zander nun ganz schlecht dran. Ilex verlagert die Hechthoffnungen stromaufwärts und auch Nace düst los. Tailwalk wirkt zwiegespalten. Wir hatten ja mal kurz überlegt, das Gewässer zu wechseln. Aber wir brauchen für den Gewässerwechsel eine Stunde, wenn halt der Verkehr es zulässt. Und ansonsten vielleicht länger. Das heißt also, wir müssten, wenn dann den Gewässerwechsel jetzt quasi durchführen. Und dafür ist unsere Hechtkarte einfach viel zu schlecht. Da würden wir aber halt unsere Barsche ziemlich safe bekommen. Aber ohne diese Hecht, genau,
Da ist es dann hoffentlich, dass hier gleich noch einer anknabbert. Ja, nicht nur knabbert. Ja, knabbern hatten wir ja schon. Den hier kennt ihr schon. Den Real Vibe in 18 cm, das erfolgreichste Produkt von der LMAB aller Zeiten. Und nun bekommt er Verstärkung. Eine 15 cm Variante zum leichten Hechtangeln und eine 22 cm Version, wenn es gezielt auf die ganz Großen gehen soll. Ein Swimbait, 3 Größen, in den 12 bekannten Erfolgsdekoren für unzählige, unvergessliche Momente am Wasser. 22er Real Vibe, ab 8. Mai im Handel. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. So we're on a new perch spot, a lot of structure and stuff. So I'm gonna try the Irrel Crow TP bait from Bite Oblique. Super nice to use with like heavy tungsten jig heads, just scratching it. And in poses, because it's TP, it will float up and stand like this. So I will fish this with quite long poses and hope for the perch to pick it up, and yeah, let's catch a big one now. Wir sind jetzt ein Stückchen weiter in den Osten gefahren. Nö, stimmt gar nicht, in den Westen. Wir sind ein Stückchen weiter in den Westen gefahren, haben immer noch unsere Jig Whips und die Lamellis am Start und werden jetzt weiterhin probieren, Zander zu jiggen. Der fehlt uns einfach noch, dann haben wir quasi alle Fischarten für heute abgedeckt, die wir brauchen. Und ja, gucken erstmal, was wir einkriegen. Je nachdem, wie unser Gefühl ist, probieren wir dann noch einen zweiten zu bekommen oder gehen einfach auf Hecht werfen, was wir eigentlich hier hauptsächlich auf dem Volk geplant hatten. Aber erstmal Hausaufgaben machen und Zander fangen. Drückt uns die Daumen, Leute, wir brauchen Zander. Am besten auch einen gar nicht so kleinen, aber erstmal wirklich überhaupt Zander. Ich wäre jetzt gerade auch mit was kleinerem erstmal zufrieden. Oh, ja, auf dem Grund eingesammelt. Da war der erste Fehlbiss. Kurz vorm Grund genommen oder so, aufgesammelt. Es war ein komisches Gefühl und ich kurbel an und hatte Widerstand. Und wir angeln eine Kante runter, von daher drin hängen kann nicht sein. Ja. Ihr könnt euch die Stelle so vorstellen, das ist ein Plateau, was wir angeln. Wir stehen auf 9,7 Metern. Das Plateau ist obendrauf so 6 Meter. Wir schmeißen obendrauf oder so ein bisschen parallel an die Kante lang und angeln so von 6 auf vielleicht 8, 8,5 runter. Und da hoffen wir, dass die Jungs stehen. Okay. So, Barspot. Hoffentlich kommt einer. Ja. Am liebsten ganz schnell. Heute Morgen hatten wir schon mal einen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch mal schnell einen Barsch, dass wir unseren Plan wieder weiter verfolgen können und dann im Flachwasser im Kraut auf Hecht angeln können. Yeah, this is feeling good.
Nein! Da war der erste Fisch. Beim ersten Wurf hier am Spot. Wird er drauf gewesen? Die gibst du ja nicht, warum hängen wieder die Obsti? Fisch, Dicker, Dicker. Dicker? Ja. Sehr geil, Upsi. Ganz dicke Schwein. Oh ja, ach du. Alter, ist das ein Löwe. Das ist ein richtiger Bulle. Das ist ein richtiger Bulle. Guckt euch diesen Barsch an. Upsi, das ist halt ein PB oder was? Könnte sein. Alter. Diesmal 152 ist. Alter! Oh. Mann, das ist ein Stein vom Herzen. Puh. Schöner Koffer. Guckt euch diesen Barsch an. Ist das ein Trümmer? Sie ist hier. Alter. Was? Ich meine, 50 hat er, aber also da hätte ich echt gedacht, dass der größer ist. Das ist einfach riesenfett. Riesen dicker Barsch. Oh. Wahnsinnsfisch, Alter. Geil. Ja. Oh. Herrlich. Wirklich herrlich. So, ganz dickes Schwein. Wir sind glücklich. Wenn hier alles nicht so funktioniert, wie es sollte, aber das ist einfach nur geil. Wenn man so einen Fisch fängt, das macht so eines wieder gut. Und da geht er auch schon. Oh, wieder auf dem Dera-Coup. An aggressive perch. Der war extrem wichtig für die Moral. Durch Philipps zweiten Ü50 Barsch in diesem Turnier gibt Finnwald zumindest mal den letzten Platz ab. Und es sind noch fast 3 Stunden zu gehen. Da hab ich echt gedacht, der ist länger. Weil der so massiv war. Und wieder deine Zuppeltechnik, wa? Ja. Mit einem Dera-Coup, also wenn man den normal jiggt, dann reagieren die Barsche nicht. Besonders so vorsichtige Barsche. Und dann schlänze ich den nur zweimal mit der Rute hoch. Oftmals ist es das, wo sie dann drauf reagieren. Da vibriert das Spinnerblatt ja nicht so wie normal dann? Ja, und der springt halt nur zwei kurze Sprünge hoch und fällt einfach wieder runter. Das kann es manchmal sein. In dem Fall war es so. Zum Glück. Zum Glück. Bloß, wenn man die Barsche am Spot hat, dann will man immer nicht abhauen. Aber das ist halt jetzt Im Turnier. Turnier ist immer scheiße. Ja. Oh, da war er. Oh. Alter. Boah, das war ohne Kuh. Der Fisch. Das ist, glaube ich, ein Barsch. Ja? Kleiner Barsch, ja. Den wollen wir nicht reporten. Yes. So I don't know this spot. We make, I think, 10 casts or so. Yeah, Okay? sounds good. Sounds good. Feels like if something is biting here, it's gonna be big. Dieses ewige Dilemma mit den Hechten. Ich glaube, wir können gleich nochmal eine Kante runterjiggen im Tiefen. Das ist das gleiche Phänomen wie gestern, wo das nicht funktioniert hat, könnte genau das andere jetzt wieder funktionieren. Fisch. Auch wieder Barsch. Gut. Kommen wir der Hechtsache jetzt näher. Gar nicht so schlechte Barsche, ne? Mhm. Das ist die richtige Futtergröße für einen Hecht.
Genau. Ja, Christoph hat gerade wieder einen Barsch auf den Crankbait gefangen. Falls ihr euch wundert, warum wir beim Hechtangeln hier so kleine Köder fischen, das liegt vor allem daran, dass dieser Platz hier extremst stark von Hechtanglern befischt wird. Und wir haben im Training mit kleinen Ködern ziemlich gut gefangen. Und wir warten so ein bisschen auf die Beißphase. Die war letztes Mal um 10:20 Uhr, also so in 10 Minuten. Und wenn die ersten Hechte anfangen zu beißen, so der liebe Gott das will, dann werde ich auch noch mal einen größeren Köder reinschmeißen. Aber solange die noch nicht so richtig on sind, die Hechte, versuchen wir sie noch mit dem kleinen Zeug zu ärgern, weil das eigentlich ganz gut geht. Aber wir brauchen jetzt einen großen Hecht. 2, um ehrlich zu sein. Deswegen, wir geben jetzt Gas. Die sind hier, das wissen wir, aber die scheinen nicht so richtig zu beißen. Aber das kann jeden Moment losgehen. Also dein Wurf eigentlich. Mhm. Da ist er. Oh, ein Dicker. Ich hab grad noch einen Fehlbiss und Obst, die hatten jetzt. Oh, nein, ab. Ja, shit. Da ist er wieder. Ey, der ist nochmal ruf. Wie geil ist denn das? Das ist schon hier oben. Oder ein Dicker. Ja. Könnt nochmal ein Update geben. Yes! Bam, Alter. Und der Köder ist auch schon raus. Dann machen wir weiter. Das ist halt Barschangeln hier in Holland. Macht so Spaß und wir müssen jetzt hier gleich weg vom Spot, ey. Das ist nicht ganz so riesig, aber auch ein richtig geiler Barsch. Das ist ein 41er. 41, na gut. Aber dick. Dick Punkte wie die verpasst. Sau. Die sind ja schon wie im Winter. So, schnell zurück. Mit der guten kleinen Murmel. Oh, 2 Zentimeter Verbesserung oder 2 Punkte so. Der Mann hat einen. Das Nachbarboot fängt auf jeden Fall schon mal. Vertikal total. Aber die fangen den auf einer Tiefe, wo wir weder angeln wollen noch angeln dürfen. Nederland-Style. Hyperland-Hyp. Alright, we are gonna do some trolling during the power hour. Get the big baits out. The 32 centimeter roach and the 40 centimeter trout. And let's see if we can get a couple big pike. That's the main goal for now. And hopefully then we can focus on either upgrading the Zander. Well, Or a big perch later on, but that big pike is gonna be exactly what we need. So. That is what we need, so let's go, man. Yep. Savage Gear schont die Schultern. Vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, denn die Fischaktivität hat spürbar nachgelassen. Volgens mij 55 geloof ik. I feel nothing. No, same. Like no structure, not a bite, nothing. Now the feeling. Tough, tough, tough. Hau mal ab. Eben Wurf noch nach. Du nach da, ich nach da. Alles klar. Ein bisschen hier. Letzter Wurf jetzt hier am Spot. Wir müssen danach auf Hecht. Aber irgendwie macht es einfach Spaß gerade. Und wir haben einfach die Hoffnung, den 41er vielleicht nochmal mit so einem Koffer zu updaten. Das wär's einfach. Weil dann würde ich jetzt gleich an die tiefe Kante gehen wollen. Dann können wir dahinter werfen. Genau, ich würde gar nicht mehr ins Flache gehen, jetzt nicht mehr auf Hecht pokern. Ich würde gucken, dass wir den Barsch kriegen. Und vielleicht kriegen wir als Beifang ja einen vernünftigen Hecht. Weil 2 Barsche sind besser und, glaube ich, einfacher zu fangen. Also wenn wir einen kriegen, kriegen wir auch einen zweiten vielleicht. Und dann ist das halt so, dass wir jetzt keine 80er Pikes da drin haben. Weil wenn wir jetzt merken, dass die wenig Bock haben, dann macht das ja wenig Sinn. Na gut, komm, hier noch gespielt hier. Einen geilen Barsch gekriegt. Bloß gut, dass wir uns jetzt noch dazu entschieden haben, nochmal schnell auf Barsch hier hinten zu gucken. Weil jetzt fahren wir ein ganzes Stück weiter nach vorne und angeln jetzt die Krautfelder ab auf Hecht. Dann sind wir wieder am Game. Aber die Sonne, ey, eigentlich hätte ich gedacht, dass es ein bisschen bewölkter ist. Immer wichtig in Holland, sonst wird's teuer. Was? Genau.
Das ist der neue Swimbait von Nace. Der Nace Tron. Wahrscheinlich, wenn ich mich für einen Köder entscheiden müsste aus dem Nace-Programm zum Hechtangeln, wäre es der. Ihr seht, was der schon abbekommen hat, wenn ihr mal rauf guckt hier. Den haben Dustin und ich gerade in Schweden auf einem großen Boatside-Turnier geangelt. So sieht der jetzt aus. Also wenn da irgendwo ein großer Hecht steht, dann sollte er den fressen. Strahlend blauer Himmel, keine Wolke am Himmel, wenig Wind. Nicht das erste Wetter, was ich mir aussuche zum Hechtfischen. Bin mal gespannt, was die anderen Teams so an Hecht schon gemeldet haben. Was? Die Drift kommt schon mal ganz geil. So, wir sind jetzt am Spot angekommen. Also an dem besagten Krautfeld, wo wir im Training auch schon schöne Hechte hatten. Und am Turniertag hatten wir hier 1,1 Meter, 1,5 Meter war das gewesen und ein 76er. Das Krautfeld ackern wir jetzt durch. Wir haben ungefähr 2 Meter Wassertiefe, 2,50 Meter, 2 Meter. Ich habe jetzt hier die CVC-Maus dran. Auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Köder auf Hecht. Also mit denen hatten wir schon wirklich geile Tage gehabt. Und los jetzt. Wir erinnern uns. In der Vorrunde haben Paulo und Philipp gleich 3 Meter Fische aufs Board gebracht. Bei der heutigen Hechtausbeute wäre ein solches Exemplar sogar noch wertvoller. Komm schon jetzt hier, schnapp ihn dir. Fisch. Echt, ne? Ja? Ich glaube ja. Oder ein guter Barsch. Eigentlich eher ein guter Barsch. Das ist hier unglaublich, oder? Ja. Was hier abgeht, ist unglaublich. Ein sehr schöner Barsch auf den Crank. Aber ich fürchte, dass er nicht lang genug ist, um uns noch weiter zu helfen. Alter. Sehr, sehr schöner Fisch. Schauen wir mal auf die Länge. Bringt uns leider nichts mehr, etwas mehr als 45. Aber toller Fisch. Cool. Dicker? Nee, glaube nicht. Nee. Das ist ja erstmal ein Pike. Das ist jetzt ein ganz kleiner. Oh, und der Köder ist raus. Uiuiui. Ja. 85,5. 85,6 oder 7. Also ein 86er Hecht. Das ging schnell. Zwar noch nicht ganz auf Vorrundenniveau, aber immerhin der bislang zweitbeste Hecht des Tages. Finnwal arbeitet sich damit weiter in Richtung Top 3. Und sollte jetzt zügig ein zweiter Esox folgen, bliebe sogar noch Zeit für die Zander-Baustelle. Nace hat derweil den nächsten Spot angesteuert. Das Bild bleibt unverändert. Barsch. Big Barsch. Hä? Dicker Barsch drauf gesprungen. Wo kommen die alle her? Ein weiterer schöner Barsch. Solange die beißen, müssten doch die Hechte auch beißen, oder nicht? Würde ich auch sagen, ja. Oh, Biss gehabt, einen schönen Biss aber. Da hängt er, dicker Barsch, richtig dicker. Boah. Ich glaube eher, dass wir noch den Fuffi fangen, als dass wir den dicken Hecht kriegen, Junge. Ja, der hilft uns aber erstmal nur bedingt. Der hilft uns nur bedingt. Brauchst du ein Netz? Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, wenn er hochkommt. Auf den Looper wieder. Das ist eine dicke Kirsche. Und wir haben heute Morgen Barsch geangelt, wir Idioten. Aber, boom, Spaß macht's. Sorry, Christoph? Ich hatte gerade kurz einen dran, ja. Wir sind am nächsten Spot. Das ist hoffentlich unser letzter Zanderspot, wo wir sie hier kriegen. Fingers crossed. Wir jiggen uns wieder einen ab, bis er kommt. Einen brauchen wir. Wenn wir ein gutes Feeling haben, angeln wir weiter auf den zweiten. Ansonsten holen wir uns als Bonusfisch irgendwas beim Cranken. Denke ich. Ein Barsch zum Hecht. Das ist deine rote Kugel. Ja, achso.
Fisch? Ja. Mach nicht so viel Druck, wenn das ein Jigspinner ist. Aber der hat nicht gebissen. Ist egal. Also. Ah, der hat auch einen normalen Jig. Petri. Aber das ist ein 80er. Aber müsste ein Upgrade sein, ja. Oh, knapp 80, glaube ich. In der ersten Absinkphase gebissen, Bügel umgeklappt, eingekurbelt, fest. So. Wir bleiben dem Köder und der Farbe treu. Nur eine Nummer kleiner. Überbleit. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Mhm. Gucken wir einmal. Mhm. Ja. 79er. Erster Fisch in der zweiten Hälfte, hat ein bisschen gedauert. Fehlbisse, Aussteiger hatten wir schon, jetzt der erste Fisch. Auf dem kleinen Köder. Auf dem kleinen Köder. So, weiter geht's. Tja, das ist unglaublich. Es ist ein schöner Angeltag, kann man sagen. Es ist wirklich toll, was wir hier erleben. Der wird wahrscheinlich auch kein Upgrade mehr sein. Wir brauchen einen Hecht. Auch wieder 45. Barsch ist ja riesig, Alter. Ah, ich glaube, das ist ein Hecht. Ja, das ist ein Hecht. Komm. Petri! Hä? Petri, heil! Ja. Wer hätte gesagt, dass man sich mal über einen kleinen Hecht freut, aber... Also, das klang jetzt ein bisschen vermessen, aber ihr wisst, was ich meine. Du sollst ihn auch vermessen. War schon richtig alles. Feiner Zug von Jochen, hier einmal rumzuzirkeln so. Und dann doch nicht zu angeln. Ehrenmann. Bisschen gucken mal hier. 85er. ...85 ist gut, Freddy. Zufrieden mit? Ja, also ehrlich jetzt. Okay. Freue ich mich drüber. Mir auch. Auf den Nace Metal. Wenn die Fische so gar nicht beißen, haben wir ja schon beim ersten Tag gesagt, als Christoph und ich gefischt haben. Man kann sich in solchen Turnieren nicht unbedingt erlauben, gezielt auf 1,20 Meter zu angeln, schon gar nicht bei den Bedingungen, die wir gerade haben. Deswegen muss man froh sein, wenn man 2 gute 80er, 90er Hechte kriegt und wenn man halt so ein Metal fischt hier, da beißt halt alles drauf. Ein Zander, ein großer Barsch, ein großer Hecht und die großen Hechte, hatte ich vorhin schon gesagt, die haben hier so viel Angeldruck. Die 3 Boote hier gesehen, die da irgendwelche Big Baits durchgeknallt haben, die haben auch nichts gefangen. So. Das heißt, das brauchen wir jetzt auch nicht machen. Lieber, dass wir noch den zweiten Hecht fangen und dann können wir zufrieden sein. Manch einer mag sich gewundert haben, warum Freddy und Christoph nicht selektiver fischen. Letztlich behalten sie aber recht. Nace schiebt sich auf Platz 2 und hat Elex nun im Visier. Ein wenig Glück war aber auch dabei, zumindest was das Timing betrifft. Yeah, so we just come to the pike spot we wanted to fish, but we came there and Nace was fighting a pike, so that kind of sucks. But we'll try a buoy. We saw some fish here, so we couldn't fish the spot we wanted, but that's how it is. What to do? So we tried to do some trolling, resulted in one good bite, but unfortunately that one didn't stick. But we did find a lot of bait fish, and especially big brim. So we're trying right now to use exactly the same baits, but then cast towards the bait fish, and hopefully we can get a pike that will come up and smack the bait, because we know that there's big fish around, so it should be a matter of time.
dann doch einen auf den Chickspinner beim Barschangeln beißen. Erstmal. Ach Leute, ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Bisschen Kontakt haben wir, aber die Zeit rennt natürlich auch unerbittlich davon. 1,5 Stunden noch. Jetzt gehen wir erstmal Barsche angeln. Da kann jederzeit ein Hecht als Beifang kommen. Und ja, langsam müssen wir auch ein bisschen auf Glück kommen. Wir brauchen so einen Barsch. Komme was wolle. 1, 2, 3. So wenigstens zum Durchatmen. Jetzt hätte man gerne den 30er gehabt. Sonne scheint, keine Wolke mehr da. Wir finden irgendwie keine beißfreudigen Fische hier. Ah, Biss. Das war ein Biss, Freunde. Aber ein ganz zarter. Aber ich denke, Zanderbiss ist schon so ein Tocker. Also jetzt mein dritter Wurf, glaube ich, hier. Also das ist schon mal viel wert. Ah, man kriegt eigentlich nie viel Bisse auf den Lamelli. Da müssen wir schon sehr schlecht drauf sein. Das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben, ist, dass wir jetzt um die Mittagszeit hier den Zander hinterher rennen. Während, denke ich mal, die meisten Volkrag-Teams, die morgens gefangen haben, wo wir auf Barsch geangelt haben. Sieht jetzt nichts. Das ist jetzt das Problem, was wir haben. Aber irgendwie kriegen wir hoffentlich noch einen rausgezittert. Ah, wieder ein Biss. Oh Mann. Nächster Fehlbiss. Ich glaube, da muss gleich doch mal ein Stinger drauf. Ah. Ja. Gefaltet. Und das merkt man auch, wenn ja, hier drüber gefalten. Oh. Ist aber geklebt. Keine Zeit, mich zu ärgern. Zeit weiter zu angeln. So we fished the whole spot, but unfortunately we didn't get any more bites. So yeah, it's a little bit of a tough choice what to do right now, because we can continue to grind on the big pike, but also this morning we had a lot of activity, so that's why we're going to move back to the spot where it all started. And we know that there's big perch, and we also had really big pike like the last couple of years even on that spot, so maybe we get a lucky shot and yeah, try to get some more action. I think we need to do that, man. I think we need to do that, go there, either get a good perch, a good pike. And we know there's big pike in the grass over there as well, so I think it's the safest choice with like 1 hour left, 1.5 hours. So we just need to get that cart filled up at least. Yeah, that would be nice. Let's go. Too bad this spot didn't work, man. Yeah, man. Where do we go? To the plateau and try. The plateau or the other spot where we can catch everything. Yeah, I think so. This is not. I don't think that this is good for. Same. Maybe you catch zander and pike. We need a chance on everything. So yeah, it's one of those spots that we really know too. Okay. Nothing goes as planned, so we're having a hard time. We had a good start with three sanders, but now it's nothing is going our way. But hey, 1.5 hours left, so everything can happen. So Leute, ihr seht da hinten, Fischen verboten. Das sind immer die besten Bereiche. Nein, Spaß, wir befinden uns jetzt hier vor der Schleuse. Das Zeichen ist für die Schleuse drin. Und hier erhoffen wir uns jetzt Barsche an der Steinpackung. Und mit ganz viel Glück auch natürlich ein Hecht als Beifang auf Chickspinner. Das ist nicht so unüblich hier. Und da uns so langsam die Zeit davon rennt, versuchen wir jetzt erstmal das, was hoffentlich schneller geht, Barsche mit der Hoffnung auf ein Hecht nebenbei, dass wir vielleicht doch noch mal irgendwie den Anschluss schaffen.
Wir hatten ja ein bisschen Pech leider. Aber gut, so ist es. Wir sind hochkonzentriert. Wir haben noch genug Zeit, um 3 Fische zu fangen. Und jo, gucken wir mal. Oh, Biss gehabt, fuck. Erste Absinkphase, MS. MS, Junge, der ist sowas von maßig. Nach 5 Stunden habe ich mich endlich auch entschneidet mit dem Turbo Louis. Was hat er noch? 26. 26? Der ist ein richtiger Brecher. Und da war er wieder in sein Element. Da fangen andere doppelt so groß, aber egal. Fisch, Fisch, Fisch. Stimmt ganz ruhig, ne? Auch ein Hecht, der es noch nicht verstanden hat, ne? Ja. Gut, Christoph. Ja, die Beißphase ein bisschen versetzt gewesen. Aber das macht ja nichts, solange sie noch beißen. Schon ganz gut, so einen Strofflieg hier an den Crank zu angeln. Wenn das ein Hecht ist, ja. Christoph ist bei sowas immer für eine Überraschung gut. Also ich habe ein bisschen die Sorge, dass das eine Brasse ist, weil es vorher schon einmal so fies geruckt hat, aber oh, den nehmen wir auch, ist auch eine Fullcard. Guck, ich sag doch, das hat komisch geruckt. Brasse oder Zetti. Yes, Alter. Wenn es ruckt, ist immer sowas Komisches. Ständig. Der ist auch blind, der kann nichts dafür. Das ist ein 70er, Digga. Ja. Das ist besser als der. Yes, ey, Fullcard und Zander, ey. Schöner Zetti auf dem Crank. Ehrenmann, Alter, Ehrenmann. Und ich sag noch, Christoph ist immer für eine Überraschung gut. Klappschild, Aal, Zander, irgendwas Komisches. Ich hab nicht mit dem Hecht gerechnet. Ein wirklich schöner Zander für hier und tatsächlich auch eine Überraschung. Wir haben im Training schon 80 plus Zander auf dem Crankbait gefangen. Also nicht völlig unmöglich. So, der hat 70,5, also 71 würde ich sagen. Dann lassen wir den schnell wieder frei, denn hier scheinen ja Fische zu fangen zu sein. Gucken wir, dass wir noch einen kriegen. Oh Gott, das war geil, Alter. Sauber, Digga, ey. Fullcard. Bam. Gott, das war gut, Digga. Das war richtig gut. Jetzt sitzen wir auf einer ganz guten Position. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal nicht irgendwo unten. Und da ist es passiert. Während bei den meisten Teams mit der Mittagssonne zunehmend Ratlosigkeit einkehrt, fangen Christoph und Freddy munter Fisch um Fisch. Nace übernimmt Platz 1 und aktuell wirkt er nicht einmal besonders gefährdet. Bei Ilex läuft in der zweiten Finalhälfte noch gar nichts zusammen und Tailwalk verzweifelt am Barsch. Am Ende rennt man dann doch der Fullcard immer hinterher. Yep. Es gibt immer den einen Zielfisch, der dann nicht beißen möchte. Und interessanterweise ist das dann bei jedem Team oft ein anderer Fisch, wo man lange hinterherläuft. Und umso mehr man hinterherläuft, umso weniger fängt man den. Wenn man einfach so drauf losangelt, dann hängen die meistens.
Die Route X1 wurde für Angler entwickelt, die Wert auf Leistung und Zuverlässigkeit legen. Der schnelle, leichte und sensible Blank aus IM24 T-Carbon arbeitet kompromisslos. Die Ausstattung mit SIC-Ringen und einem klassischen IPS-Rollenhalter macht die X1 zur Wahl für diejenigen, die bei jedem Wurf mehr erreichen wollen. Wir sind jetzt tatsächlich im Bereich Schadensbegrenzung, weil ich gehe davon aus, dass wir gerade deadly last sind, also letzter sind, und dass wir irgendwie noch ein paar Punkte holen. Es fing mit dem 50er Barsch, mit der verkackten Power, Entschuldigung, mit der versäumten Power auch heute Morgen an, ging mit dem verlorenen 50er Barsch weiter und endet hier vorerst mit Zanderfehlbissen. Wir fahren jetzt auf eine Stelle, wo eher nicht so große Zander zu erwarten sind. Wir haben im Lake Day eingefangen. Bitte? Im Lake Day haben wir da eingefangen. Ja, da haben wir bestimmt im Lake Day da einen kleineren gefangen. Dass wir vielleicht noch einen kriegen und da können wir noch einen Hecht bekommen. Also, Monsieur hinsetzen. Wunderbar. Now, well, so we drove back towards our most productive spot so far today. And there's another boat on the spot. Luckily the drive took like 25 minutes. We got like 1 hour left for fishing, so hopefully we can get like a good bonus fish over here. Yeah, let's move. So, wir haben nochmal einen Platz gewechselt. Wir sind jetzt auf einem Plateau, wo auch Kraut ist. Also dasselbe wie vorher. Flachwasser, Kraut, große Köder. Hecht probieren. Den brauchen wir erstmal, bevor wir überhaupt an eine Fullcard denken können. Probably Xander, isn't it? I think so. No, a pike. Will help. Will help. It should help a little bit. It's like 70. 73. 73er Hecht bringt uns fast 10 Punkte. Und die Zeit rennt und er darf jetzt dann deswegen schnell wieder zurück. Kann schon nicht mehr quatschen. Tschüss, tschüss. Und ja, zumindest hatte Rick hiermit recht. Hier scheinen die Hechte vielleicht ein bisschen dicht am Ufer zu stehen. Das ist übrigens der Platz, wo Rick den 91er hatte im Flusstag. Ich habe gehofft, das ist auch so ein Kaliber jetzt. War leider nicht, aber wir machen jetzt hier weiter. Köder war der, war der 5-Inch Stankel. Ist das der Sender oder ist das der Pike? Der Pike. Okay, und der Uferangler hat eben noch einen schönen Hecht hier gefangen. Das erste Lebenszeichen von Ilex in Halbzeit 2. Pünktlich zur Crunch-Time. So, wir nehmen die Power Hour, eigentlich nur, weil wir jetzt noch etwas über 50 Minuten oder um die 50 Minuten haben. Und Robin ist am Suchen und ich kann einfach einen Crank rausschmeißen. Dann heißt es nicht hinterhergeschleppt, obwohl gefahren und so weiter. Wir nehmen sie einfach, dann sind wir safe, können jetzt alles machen, was wir wollen. Bis zum Schluss. Power Hour läuft ab jetzt. Weißt du, wer das ist? Hummingbird Tailwalk. Also das ist doch wirklich direkt geradeaus, ist doch wohl jetzt eine Frechheit. Hast du das auf Kamera? Weil wenn wir schleppen in die Richtung, das ist halt schon... Ja, Robin, wir wollten aber eh in eine Richtung dann. Nee, ich wollte tatsächlich da runter. Sonst wäre ich doch nicht hier runtergefahren. Ah, das ist doch doof jetzt. Wir brauchen auch Barsche. Irgendwann haben die Zander echt ohne Kopf. Fisch, 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 Fisch. Schnell, schnell, schnell. Nein, weg! Das gibt es doch nicht. Och, Leute, warum? Die hatten einen Fisch. Und er atmet durch. Nee, die hatten. Der ist ausgestiegen. Das ist jetzt gerade wirklich ärgerlich hiermit. Wir fahren in die Richtung und ja, wie das dann so ist im Turnier. We will take the power hour now because only for to watch if maybe fish is around. Yeah, let's go. Time is... Let's go. Short. Fisch. Kann sein, ja. Ist das irgendwas Großes?
Das ist kein Hecht, das ist ein Barsch, glaube ich. Ah, ausgestiegen. Glaube ich nicht. War ein großer Barsch, aber war deutlich schwerer als die 45er. Fisch! Der ist größer. Mit Anker, ja? Oder jetzt so? Alter, der steht. Sehr gut. Oh nee. Den. Mal schnell. Den Kescher gleich reinmachen. Ich weiß nicht, ob er drin ist. Nee. Nee. Das war's leider nicht. Alter! Ein dicker Meterhecht. Das ist eigentlich genau der Fisch, den wir gebraucht haben. Ja. Naja, dann holen wir noch ihn richtig. Scheiße. Lassen wir wieder zurück. Ist das ärgerlich? Das wäre genau der Hecht, den wir gebraucht hätten. Den hätten wir gebraucht. So. Und der ist ja hinterm Köder hinterher, aber keine Ahnung, was da passiert ist. Vorbeigeschossen und dann mit dem Schwanz drin. Ja. Leute, ich bin einfach nur deprimiert gerade ein bisschen. So was habe ich noch nie erlebt, dass ich den Hecht da hinten im Schwanz gehakt habe. Das wären natürlich so wertvolle Punkte gewesen. Deswegen konnte ich auch gerade nicht viel sagen, wo ich das gesehen habe, wo der hochkam, habe ich mir einfach nur gedacht, so was gibt's da einfach ja nicht. Aber das ist halt Turnierangeln, da sind die Regeln einfach immer anders. Ja, jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit, jetzt kämpfen wir uns hier weiter durch. Vielleicht beißt du mal einer vernünftig. Eieiei, der tut weh. Zeitgleich an anderer Stelle. Da, großer Hecht. Auf dem Chatterbait, erster Wurf. Nee, doch kein großer, aber es ist ein Hecht. Auch nicht so schlecht. Erster Wurf auf dem Chatterbait. Gejiggt an der Kante? Ja, genau, dann langsam eingeleiert. Ja. Muss ein Upgrade sein eigentlich. Ja, ist ein Upgrade. Meterfisch. Ach, Freddy. Gesagt, Motoröl, weißt du, bei den Bedingungen hast du oft, dass die Motoröl nur fressen. Ja. Hier am Volkerak. Und ich hatte kein Motoröl Köder dabei, außer ein Chatterbait. Kommt jetzt hier. Jetzt. Digga. Gut, ne? Gut. Oder? Christoph? Ja, erster Wurf Chatterbait. Der neue Nace Chatterbait liefert uns endlich den Upgrade-Hecht. Der Warrior. Kein Meterfisch, aber der Warrior hat... Ist das noch nass? Habe ich nass gemacht. Der ist eher dick, Christoph, hier, als lang. Ja. Aber macht nichts. Aber ich glaube, länger als der erste ist der trotzdem. Doch. 89,5. Yes! Freddy geil. Sau geil. Naja, vor allem hat man das Gefühl, dass jetzt noch ein dickerer kommt, weißt du? Ja. Vielleicht habe ich den Dreh raus, weil erst habe ich den Chatterbait gejiggt, hat er nicht gefressen. Und dann habe ich ihn langsam über Grund geleiert und dann hat er ihn sofort genommen. Nace Warrior, der neue. Oh. Ist das geil. Das ist auch geil, ja. Das ist geil. Christoph musste zwar beim Köder soufflieren, anglerisch ist Freddy aber über jeden Zweifel erhaben. Man kann nur den Hut ziehen vor diesen beiden. Nicht nur, weil inzwischen jeder einzelne Wertungsfisch mindestens 90 Punkte wert ist, sondern vor allem, weil sie hier über den gesamten Angeltag hinweg keine Minute locker lassen.
Noch gut eine halbe Stunde trennt Nace vom zweiten YPC-Boot-Titel. Kann hier noch irgendjemand dazwischen funken? Wir sind auf unserem wahrscheinlich letzten Spot und kriegen jetzt hoffentlich noch einen Zander. Wir rennen dem immer noch hinterher. Wir sind im Bereich Schadensbegrenzung und wir hoffen, dass wir das hier hinbekommen. Und zumindest noch einen Zander einreichen können. Aber schauen wir mal. Fuck, this spot is dead, huh? Oh, it's totally dead. Unbelievable. Crazy. Der muss hängen bleiben. Drückt uns mal bitte die Daumen. Kein großer Fisch, aber es würde reichen. Ist auf jeden Fall ein maßiger Fisch. So. Ich dachte es auch erst unter durch. Ich dachte, jetzt ist es weg. Oh, Alter. Das ist unfassbar. Fullcut auf den letzten Metern. Neben den anderen. So ist das. Heiß umkämpft der Spot. So. Der geht doch. Ich hätte mich nur über den Barsch gefreut. Kleines Monster hier. Oh Mann. Hier ist was los. Aber 31. Geil. Der Fisch zur Fullcard. Halbe Stunde haben wir noch. Bisschen mehr als eine halbe Stunde. Jetzt werden hier Punkte gefalscht. Wir brauchen einen 45er oder so. Da hängt er. Der ist ein bisschen größer. Vielleicht. Fisch. Ist das ein Barsch? Jo, ist ein Barsch. Du machst weiter? Ja. Ich mach weiter. Dankeschön. Yes, jetzt aber schnell. Wirf gleich hinterher. Da waren sicher mehrere. Doch nicht größer, Einheitsgröße. Ich würde sagen, der hat 2-3 cm mehr. 2-3? Fisch, ja. Großer Fisch. Sehr schön. Also einmal kurz, ganz schnell für die Kamera. Der würde wahrscheinlich als 33, 34 durchgehen. Ich preise aber einen Kascher. So. Ach Leute, was eine Geburt heute. Ach, der war gar nicht so schlecht. Macht sich hübsch. Auf dem Turbo Louis. Monster! Da wird sich mitgefreut drüben beim Boot. Noch ist nicht alles vorbei. Sag's euch, wie es ist. Also ich weiß natürlich nicht, was die anderen haben. 36. Die Zeit rennt. Der darf schnell zurück. Ein Lebenszeichen von Team LMAB. Nicht abschreiben. Wir sind noch da. I'm ready. Ja, pass auf mit der Klampe bitte. Ja, auf jeden Fall. Dürfte ein besserer Barsch sein. Wir haben noch einen hier drin. Jo, schöner Barsch. Nee. Doch. Ich hatte das Gefühl mit dem Crank. Ich hatte es. Weil da ist ja noch wer anders. Und wenn wir jetzt hier die auf die Dings fangen, könnte uns das ja auch immer sehr gefährlich sein, ne? Geiles Ding. Der hat 40 plus. So, warte mal kurz. Ich hab den anderen ja noch. Ich messe den einmal in der Zwischenzeit schnell. 45. Geil. Ja. Stein vom Herzen. Ein Stein vom Herzen. So. Haben sie? Vielleicht ist auch ein dicker Barsch. Sieht auch so gut. Kann auch sein. Bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir schalten mal rüber. Oh nein, jetzt haben die den großen gesehen. Guck mal. So, zurück mit den beiden. 34 und 45. Und tschüss. Wir haben die ganze Zeit gesagt, die Dinger sind für die Dicken. Und endlich kam einer drauf. Wir brauchen noch einen zweiten davon, ne? Für die Punkte. Ja. Wir müssen noch mal auf die Tabelle schauen. Tailwalk schiebt sich mit diesem Barsch an Ilex vorbei. Und vielleicht geht ja doch noch was nach oben.
Let's go, let's go. Last 20 minutes. Either a perch or a pike. Something. Kann sich nicht so ein Zander erbarmen. Alle fangen wie verrückt Zander auf Volker. Also ich weiß natürlich nicht, wie die anderen gefangen haben, aber die werden unfassbar gut Zander gefangen haben hier heute. Wir schieben es nur auf die Beißzeit. Kann nicht am Angler liegen und vor allem nicht an der Stelle. Fisch! Fisch! Stehst du auf dem Kescher? Ich glaube, der hat Maß. Du stehst auf dem Kescher? Ja. Du stehst der hat auf Maß. dem Kescher. Ja! Meine Gebete wurden erhört. Da ist er. Ja. Ich glaub, der hat Maß. Sogar ein 45er Löwe. Da ist der Löwe. Wir haben Zander. Sei mir nicht böse, ich will ihn schnell zurücksetzen. Ich will doch seine Mutter fangen. Oder Oma oder so. Mach's gut. Tschüss. Yeah, fish. Oh, no big pike. Fuck. That was a big fucking pike, dude. Yep. All right, let's go, go, go. Keep going. Yep. I think that could easily hit the meter mark. Yep. Fuck. No. Come on. You can't make it up. Ihr habt ja eben gesehen, wir haben die Power Hour angefangen, haben ungefähr 100 Meter geschleppt, wenn es 100 Meter waren, weil wir eigentlich nur hier in der Struktur gucken wollen, wo die Fische sind. Und wir hatten sie dann auch gefunden und gleich mehrere Fische gefangen. Wenn ich mir das hier richtig anschaue, sieht das hier auch immer noch interessant aus hinter diesem... Genau, das haben wir angefischt. Ja, also da waren ein paar einzelne Fische. Zum Glück haben wir einen richtig großen bekommen. Einen zweiten könnten wir natürlich gebrauchen. Das heißt also, wir schleppen jetzt hier einfach noch mal ein bisschen entlang. Die Chance ist ja immer da, dass hierbei auch ein Fisch einsteigt. So, und hier haben wir auf der rechten Seite ein paar Fische. Und wenn auf den 30 Metern, die wir vielleicht noch schleppen, noch ein extra Fisch kommt, dann kommt er. Aber eigentlich ist das mehr so ein bisschen Spielerei. That was again a big pike, man. That was again a big pike. You can't make it up like both sides, and it just. That was easily 90, if not bigger. Yep. You jinxed it, man. You had to say, yeah, we're not losing any fish anymore, man. Yeah. We didn't lose a single fish. You jinxed it. Like we lost. Yeah, after I said that, we lost nearly all the fish. 4 in a row, I think. Echt? Ah, das sieht mir nach. Ist das ein Pike? Ja, ja. Oh, das ist unser größter. Und vorne. Hängt ganz knapp. Nein, 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 nein. So. Eingenetzt. Eingenetzt. So, schnell weiter. So. Da ist er. 82 vielleicht? Ja, ich glaube auch. Ja, hat auf beiden Seiten 82 ist klar. Kann ich vielleicht sogar. Vielleicht sogar einen Zentimeter mehr. Wir haben noch 14 Minuten Zeit. Angeworfen und gefangen. Ja, wir haben kurz geschleppt und haben auf dem Side-Imaging die Fische auf der rechten Seite gesehen, haben dann abgeankert, haben die angeworfen. Robin hatte direkt wahrscheinlich Barschbiss. Und ich habe ein bisschen weiter nach hinten geworfen, weil ich da auch noch was gesehen hatte. Und da hat dann der Hecht auf den Crank gebissen. Das war der uns im letzten Jahr einen 49er eine halbe Stunde vor Schluss gebracht hat. Und jetzt halt ein 83er. Eben gerade der 45er Barsch auf die 5er-Version und jetzt der Hecht auf die 3er-Version, die nicht ganz so tief läuft. Wegen des Schleppens eigentlich, weil der andere zu doll im Boden hackt. Jetzt machen wir weiter, nachdem wir den Fisch reportet haben. Und dann gucken wir langsam mal, was das hier noch so bringt, die letzten 10 Minuten, Viertelstunde. Guido verkürzt den Abstand zunächst auf 25 Punkte und distanziert Ilex, die sich wohl mit Bronze begnügen müssen, sofern der letzte Fisch in diesem Turnier nichts daran ändert. Fisch! War nicht groß, aber ist einer.
Holen Rennen. Mal eine Obsti, Junge, auf die letzten Minuten. So, vorne ist er dran. Das ist nämlich ein 71er. Klein, aber mein. Die letzten Minuten. Finval macht auf die letzten Minuten noch 3 Plätze gut. Ansonsten bleibt es aber dabei. Für mich ein absolut leistungsgerechtes Ergebnis nach diesem abwechslungsreichen Finale. Bevor wir zur Siegerehrung gehen, lassen wir alle Teams noch einmal zu Wort kommen. Nays Fazit könnte nicht norddeutscher sein. Bist du zufrieden? Ja, doch. Auf jeden Fall, da kann man zufrieden sein. Ich glaube auch, ne? Ich glaube, das ist gut für 6 Stunden Angeln. Können wir froh sein, dass wir die Fische bekommen haben. Ja, auch noch einiges mehr an guten Barschen. Ja, hat echt also Spaß das gemacht. hat vom Angeln her Spaß gemacht. Ob es vom Ergebnis her reicht, müssen wir am Ende mal gucken. Ja. Uns fehlt so dieser richtige Kickerfisch, ne? Ja. Feierabend, Christoph. Ja, dann hol ich wieder rein. Oder jetzt beißt der dicke Eumel. Ich YP Bang, ey. Das wär's. Ich würde jetzt gerne noch mal so einen Cerik die Kante hochschleifen, um noch mal zu gucken, ob wir noch mal so einen 50er Barsch fangen hier. Die sind hier gewesen heute. Ich könnte mir aber auch vorstellen, mit dir ein schönes Entrecot zu grillen, statt das Cerex Das machen wir zu jetzt. schleifen. Das machen wir jetzt. Dann fahren wir lieber rein. Schönes Uruguay, Entrecot. Das gibt's jetzt, meine Leute. Das war's. YPC 2026. Junge, ich hab gerade einen Herzinfarkt gehabt, da war aber der E-Motor. Ja. What a day. What a day. What a day. What a struggle. Oh ja, this was tough. Das ist halt Angeln, ne? Das zeigt es halt auch, wie es ist. Man kann halt auch einfach ein bisschen Pech haben, ein bisschen verzockt. Ich habe auch ein bisschen falsche Entscheidungen getroffen, aber sagt im Nachhinein so leicht. That was a shame. Yeah, this edition we had a lot of bad luck, but at It least is we what had it nice is. weather today. Oh yeah. It was a lot of fun, man. Especially to put the new baits to work. Hopefully next edition with a little bit more luck. Yeah. We had a good day of fishing. It was a nice day of fishing. We had a good day of fishing though. It's sad we didn't get a good pike, but Nothing to complain. Die Hechte mögen uns nicht, Mensch. Heute nicht. Eieiei, Leute, was ein Act heute. Ich muss sagen, ein paar falsche Entscheidungen im Nachhinein, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wer es gemacht hat, weil wir sind es nicht. Das steht fest. Wir hatten echt einen geilen Plan. Wir haben ja auch auf die anderen geguckt, die Tage zuvor. Wir hatten die dickeren Hechte und dickeren Barsche hier auf dem Haringsfleet. Das war eigentlich unser Plan, und hätte der Plan funktioniert, wären wir auch noch rübergefahren und hätten da irgendwie auf Zander gejickt. Ja, aber so das ist es. Man Angeln. muss im Finale hochpokern, denke ich. Ja. Bei dem einen klappt es bei man da nicht. Hoffentlich nicht letzter geworden. Ich bin mal gespannt, wie viele Full Cuts es heute gab. Ihr wisst es schon, ob wir hoch gepokert und hoch verloren haben oder ob der Plan auf Messerschneide aufgegangen ist. Aber wir sind zufrieden mit dem, was wir das Turnier über gemacht haben. Wir haben viel richtig gemacht, ein ganz bisschen was falsch. High risk, high reward. But also high risk of, getting nothing. Yeah. I hope you enjoyed. We Yeah. made it to the finals. Thanks for all the support, guys. Yeah, we Yeah. are really a little bit done. Thanks to Yeah. Sweden, thanks to everybody, to the family. Wir bedanken uns natürlich bei Bullseye und bei Hero Maker Lures, bei unseren Sponsoren, dass wir dabei sein durften. Und Dankeschön an dich, Tim. Es hat richtig Bock gemacht, mit dir zu fischen. Vielen Dank an Jean und vielen Dank an Echt und Barsch. Es war wieder super geil mit allen Leuten hier zusammen. The river was good to us. You was good to me with your river stretch. It was really nice to fish with you again. And I think we have to say thank you to everyone who was supporting us, pressing thumbs. We give our best, we really fight for the pike. And we have to say a big thanks to Ilex and Ganki, who's sending us to this competition with this great fishing tackle we have. And let's run back and see who will take the trophy. Wir hatten viel Spaß, geile Tage gehabt. Danke Das dir. stimmt, David, mein Kleiner. Na klar. Danke dir nochmal, Upsi. Einfach Spaß gemacht, Junge. Danke auch an alle anderen, an B1, an unsere Familien, Freunde und meine Freundin. Und Frankie, dass er Boot rausgerückt hat. hat auf jeden Fall performt, das Boot. Ja. Das ist echt ein geiles Boot. Und ja, das war's. Mal gucken, was die anderen gemacht haben. Wir sind gespannt. Und Grüße an eine Krambande. Ja, good job. Jonas, next day. Bye. We are out. Over. Beide Blick out. Vielen lieben Dank fürs Zugucken.
fürs Daumen drücken, an Mario, dass er dabei war, an LMAB und natürlich alle anderen Beteiligten für die tolle Zeit. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind raus. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich freue mich, nachher das Leaderboard zu sehen, was die ganzen anderen krassen Typen hier alles rausgezogen haben. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Das war's und ab geht's zur Siegerehrung. Christoph, es hat wieder Spaß gemacht. Saugeiler Tag heute mit dir. Ja, das ganze Turnier hat gut harmoniert, gut geklappt. Keine Schlägerei auf dem Boot, wie sonst. Nee, guck mal, ich hatte schon wieder einen Brassen dran. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Team Nace, checked out. Drückt uns die Daumen, dass es gereicht hat. Dear finalists of the YPC Boat 2026, we're standing here with 8 teams, or actually 7.5, since we had to postpone the final day. Jonas is already on the way to the airport. But anyway, 8 teams, but only 3 teams can win the medals and only 1 team can win this trophy over there. The YPC boat finals this year started with a bang. After 3 minutes, we had a Zander of 78 and a Zander of 85 on the boards. And even though the 8 different teams started on 4 different waters, all of them caught fish in the first hour, so everyone had quite a good start into that final round. While Zander fishing was quite good for most of the teams, perch fishing and especially pike fishing was not so easy today, so not everyone could make a full cut. Mark Pachowski has already won 2 gold medals, 2 silver medals and 1 bronze medal, and today he can add one because him and Rick wins the bronze medals. Congratulations. So. Diesmal die richtige. Nee, Rick ist da. I'm over here. Sure, Medaille, falscher Angler. Guys, you teamed up for the first time in the YPC boat last year, I think, and you went home pretty early. Didn't work out well. Did you do something differently this year? I spent a lot more time on the river pre-fishing. Searching, 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 searching. I thought you would answer that Mark caught some fish this year. He caught them. Yeah. That would have been a good answer. Well, last year it was crap for me. This year I prepared a little, it was much better. And you didn't fish like one day before the bass, only 1 week before the bass challenge. Okay, so the preparation was the key. Yes. Great. Congratulations again. Well fished. After the strong performance in the group stage, everybody expected them to be really good again, and they did not disappoint. Congratulations for Team Tailwalk for winning silver medals. So. Jungs, ich habe euch gestern so ein bisschen belauscht, als ihr überlegt habt, was ihr morgen macht. Und das klang so, als seid ihr ein bisschen unglücklich, dass eure guten Barschspots auf dem Fluss sind, sehr weit entfernt von dem Rest, den ihr so machen wollt. Ihr habt euch dann gegen den Fluss entschieden. Ja. War das die richtige Entscheidung oder habt ihr gedacht, dass nach der sehr, sehr starken Gruppenphase heute noch ein bisschen mehr geht? Also man hätte nachher noch mal rumslippen können, aber bei 6 Stunden Zeit ist halt wenig gewesen. Und dass nachher die Sonne so rauskommt, haben wir nicht erwartet. Und ja, aber die Barsche haben uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Lange hinterhergelaufen, nachher noch was gekriegt. Aber ey, 2. Platz, also... Ich fand's völlig okay. Also erster Wurf, 3. Absinkphase, 85er Zander. Ultra krank gestartet. Ja. Viertelstunde Zander Mayhem hoch 10. Und der Rest ist halt irgendwie bisschen Glück, bisschen Pech. Ich habe noch einen schönen Fisch verkeschert. Könnt ihr euch alle schön angucken. So ein Scheiß, Alter. Da hatte ich ordentlich Herzflattern danach. Und dann nachher noch den 45er, 20 Minuten vor Schluss gefangen, den Barsch. Du musst so viele Entscheidungen treffen und wir haben dieses Mal mehr richtige getroffen als falsche, würde ich sagen. Von daher bin ich persönlich sehr zufrieden mit dem, was wir gefangen haben. Die Hechte hätten ein bisschen größer sein dürfen, aber ich glaube, das hat fast alle das Problem. Das ging allen so, richtig. Dankeschön. Sehr gut gemacht.
It's time to announce the champions. I had the brand founder on the phone this morning, and I told him that I have the feeling that his team could make it today, and he said he doesn't believe that. They don't have a good plan. So either they wanted to lower the expectations a little bit. Anyways, the plan worked out pretty well. Congratulations for winning the YPC Boat 2026. Team Nace with Christoph and Freddy. So, erstmal die Medaillen. Und dann wollen wir natürlich herausfinden, wie das denn auf die Idee kam, dass ihr nicht so einen guten Plan habt für heute. Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, um zu gewinnen, mussten wir erstmal dafür sorgen, dass Dustin selbst nicht mitangelt. Das ist das Wichtigste hier bei dem Turnier. Unser Training war relativ hart. Wir hatten 3 Tage Training und so geil lief es jetzt nicht. Ne? Und ja, ich kenne das Gewässer, ich weiß, wo wir angeln müssen, Christoph auch. Und am Ende war es so ein bisschen Glück auch, dass wir dann auf den Spots, wo wir trainiert haben, dann besser heute gefangen haben als im Training eigentlich. Ne? Ja, und wir haben auch im Training jetzt nicht so auf den Plätzen gefischt, wo wir heute gefischt haben, sondern wir haben viel probiert, irgendwas rauszufinden, was besser laufen könnte als am ersten Tag und am zweiten Tag hier. Und das haben wir alles sein lassen und die Plätze vom letzten Mal geangelt und die waren ausreichend, würde ich sagen. Ausreichend. Irgendein ganz spezieller Schlüssel, was heute besonders gut funktioniert hat? Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass wir relativ wenig Boot gefahren sind und den Köder konstant auf den guten Spots hatten. Und wir haben eine Drift gefischt, hatten keine Hechte, haben die Drift nochmal gefischt, keine Hechte. Wir wussten, die kommen irgendwann nochmal gefischt, keine Hechte. Und dann, boom, auf einmal kamen sie. Und dann haben wir die Hechte gehabt auf dem Spot, wo wir eigentlich alles durchgehakt hatten, schon einfach auf die Beißphase gewartet und nicht abgehauen. Ich glaube, das war so das Ding. Da haben wir zweimal überlegt, komm, wir fahren weg. Wir wissen noch einen anderen Spot, wo die Hechte sind. Aber irgendwie haben wir gesagt, ey, die müssen hier kommen. Und dann kamen sie auch. Ne? Es lief aber auch einfach gut auf dem Platz. Also wir haben, auch weil wir keine Hechte gefangen haben, glaube ich, 10 Barsche über 40 gefangen, ein paar über 45, die wir nicht mal gebraucht haben. Also hat auch Spaß gemacht, da zu angeln. Das war schon okay. Ja. Gut, das habe ich nicht mitbekommen. Die wurden alle nicht gemeldet. Aber dann hattet ihr offensichtlich einen echt guten Tag in jeglicher Hinsicht. Herzlichen Glückwunsch. Es wird Zeit für den Pokal. Einen großen Applaus. Nace gewinnt zum zweiten Mal den YPC Boat in anderer Besetzung als beim letzten Mal, aber als erstes Team zum zweiten Mal mit diesem Pokal. Lasst euch feiern, Jungs. Sehr, sehr gut gemacht. Da kann ich mich nur anschließen. Christoph und Freddy haben über die gesamte Finaldauer fehlerlos geangelt, permanent Lösungen gefunden und sich den Titel mit beeindruckender Konstanz wirklich verdient. Formatübergreifend bleibt Nace damit das Maß der Dinge im YPC-Kosmos. Ein großes Kompliment geht aber auch an Tailwalk. Guido und Robin hatten ihr großes Potenzial schon im Vorjahr angedeutet und es diesmal folgerichtig in Edelmetall umgemünzt. Und auch Elex dürfte am Ende mit Bronze zufrieden sein. Mark und Rick wussten schon am Morgen, dass die ganz großen Zander auf dem Fluss schwer zu bekommen sein würden. Dieses Defizit bei einem Bootsturnier dann aber mit einem 49er Topwater-Barsch wettzumachen, ist aller Ehren wert. Unterm Strich war es aufgrund der Wetterlage ein kompliziertes Turnier. Sportlich, taktisch und auch organisatorisch. Umso mehr gilt unser Dank allen 28 Teams, unseren Sponsoren und dem gesamten Produktionsteam für die freundschaftliche und engagierte Zusammenarbeit. Und natürlich bedanken wir uns auch bei euch, liebe Zuschauer, für euren Support. Das war der YPC Boat 2026. Abschließend noch ein wichtiger Programmhinweis. Am kommenden Sonntag startet unser neues Format Survival of the Fittest. Wer Markus Eule, Luis Mendes, Johannes Gasser, Evert Ostam, Enrico de Ventura und noch einige mehr beim Überlebenskampf im norddeutschen Nirgendwo erleben möchte, sollte unbedingt einschalten. Das wird wild! Und bevor nun endgültig die Lichter ausgehen, auch von mir noch einmal vielen Dank fürs Zusehen.
Lasst uns gerne ein Feedback da. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage zum letzten Mal für diese Staffel Ciao.